Grün, blauer Himmel, strahlende Sonne. Es ist einfach traumhaft. Sizilien, Italiens Sonneninsel. Es riecht so gut. Mediterrane Spezialitäten. Buonissimo. Bomba. Eine kulinarische Reise. Auf Sardinien hört man immer, wir und die Sizilianer sind Cousin und Cousine. Ne? Also wir haben irgendwie wir haben eine Verbindung. Und es ist ja auch eine Insel. Und für mich in dieser Reise halt wirklich das Kulinarische super interessant. Also ich bin hier, um mich ein bisschen inspirieren zu lassen und was ich alles so mit nach Hause nehmen kann. Und das ist für mich natürlich interessant, weil ich damit arbeiten kann und auch in meinen Laden irgendwie mit einbinden kann, sowas. Serena Loddo in ihrem Laden im hessischen Limburg. Im Sardolci gibt es vor allem Spezialitäten aus Sardinien, denn dort liegen Serenas Wurzeln. Rezepte und Traditionen, weitergegeben von Generation zu Generation. Aber jetzt ist diese hessische Sardin bereit, auch das kulinarische Herz Siziliens zu entdecken. Also ich denke, die Sizilianer sind genauso offen wie die Sarden. Und ich glaube, die freuen sich auch immer, von ihrer Tradition zu erzählen. Ich glaube, die freuen sich einfach auch, die Rezepte so ein bisschen an andere Leute weiterzugeben. Die haben ja bestimmt auch ihre Geheimtricks. Und ich bin froh, wenn ich davon was abbekommen kann. Die Entdeckungsreise beginnt natürlich in Siziliens aufregender Hauptstadt, Palermo. Typische kleine und verwinkelte Gassen in einer riesigen Altstadt, rund um die prachtvolle Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert herum. Die beeindruckende Metropole am Tyrrhenischen Meer bietet Abwechslung pur. Im Osten und Norden von Bergen beschützt, liegt sie in einer fruchtbaren Bucht, die auch das Goldene Becken genannt wird. Ich werde heute mich durch das Streetfood von Palermo ein bisschen durchkämpfen und durchessen. Also ich habe so ein paar Bilder im Kopf von dem Streetfood in Palermo, weil der Markt ja auch so groß ist. Es gibt Geschrei, es gibt viel Essen, es gibt exotisches Essen, denke ich. Ich habe extra weniger gefrühstückt und bin total gespannt, was mich erwartet. Ciao Serena! Ciao! Che piacere di vederti! Ciao! Bene, grazie. Piacere di conoscerti. Piacere mio! Giorgio Flaccavento ist Streetfood-Guide und Serenas Begleiter durch die trubeligen Gassen von Palermo. Il cibo di strada, wie die Italiener zur Straßenküche sagen, hat in Palermo eine uralte Tradition. Palermo kann man wirklich als eine Art Hauptstadt bezeichnen. Wenn Rom der offizielle Regierungssitz ist und Mailand die Wirtschaftshauptstadt, dann ist Palermo die mediterrane Hauptstadt. Außerdem, die sizilianische Kunst und Architektur sind das Ergebnis einer jahrhundertelangen Geschichte und der vielen Herrschaften, die in Palermo gelebt haben. Das Gleiche gilt für das Streetfood. Das ist der Mercato Ballarò, der älteste von 3 historischen Märkten im Zentrum von Palermo. Seit über 1000 Jahren mischen sich zwischen klassischen Marktständen fliegende Händler und kleine Garküchen. Hier gibt es die ältesten und traditionellsten Straßenessen der Stadt. Pane e Crocche, Brot und Kroketten. Außerdem die bekannten Panelle aus Kichererbsenmehl und Petersilie. Und wir nehmen noch 2 Scheiben Aubergine. Also ich habe hier die Königin des Streetfoods. Das ist eine Arancina Parlemitana, weil wir ja hier in Palermo sind. Und man beißt hier rein. Also es ist kein Streetfood, wenn man nicht einfach mit den Händen das in die Hand nehmen kann und essen kann. Ne? Man muss es wirklich so machen und das probiere ich jetzt mal. Und es schmeckt wirklich spektakulär. Es ist eine ganz tolle Konsistenz vom Reis, die so ein bisschen klebrig ist, aber nicht sämig. Und dann diese krosse Kruste noch. Super.
Neben den berühmten Reiskugeln gehören die knusprigen Panelle aus Kichererbsenmehl zum beliebtesten Streetfood in Palermo. Sie bekommen maximal einen Spritzer Zitrone, sonst nichts. Natürlich hat eine Hafenstadt auch jede Menge frischen Fisch zu bieten. Wer sich die Portionen teilt, schafft es vielleicht, sich durch das ganze Angebot zu probieren. Wir haben jetzt hier Gamberetti, also kleine Garnelen. Die haben noch eine Schale und die sind auch richtig kross. Man isst alles praktisch mit. Dann haben wir ein bisschen Polpo, also Tintenfisch, schon geschnitten, einfach nur mit bisschen Petersilie, mit bisschen Zitrone und Olivenöl. Mehr braucht es eigentlich auch gar nicht. Und dann haben wir noch Sardellen, die eingerollt werden und mit ein bisschen Panade sind. Die sind gefüllt. Da bin ich noch gespannt drauf. Die muss ich noch probieren. Knoblauch, Petersilie, Pinienkerne und Rosinen. Die Sarde a Beccafico sind ein wunderbares Beispiel für Palermos multikulturelles Erbe. Es riecht unheimlich gut, egal wo man hingeht. Und es schmeckt unheimlich gut, egal wo man ist. Also ich bin echt froh, hier zu sein. Der Mercato Ballarò ist ein Fest für alle Sinne. Auch das ist ein beliebter Snack in Palermo, die Babalusche, kleine Schnecken, die vor allem im Sommer zu Ehren von Santa Rosalia, der Schutzheiligen von Palermo, gegessen werden. Vielfalt und jahrhundertealte Gerichte. Der Cibo di Strada ist einfaches Essen, schon vor dem Streetfood-Hype. Das erlebt man so nur in Siziliens Hauptstadt. Dieses Sandwich ist hier der Straßenstar und Giorgios Überraschung für Serena. Serena, schau, was ich mitgebracht habe. Das berühmteste Essen aus Palermo, hergestellt aus Innereien. Wir haben hier Milz, Lunge und Luftröhre von der Kuh. Alles in ganz dünne Scheiben geschnitten, damit man es nur kurz in der Pfanne braten muss. Das verleiht diese Brötchen seinen ganz außergewöhnlichen Geschmack. Schmeckt ein bisschen nach, so ähnlich wie Leber oder Niere. So eine Mischung daraus und man schmeckt auch schön das Salz und die Zitrone raus. Also super. Ich bin echt mega erstaunt, dass es doch so gut ist. Ich bin pappsatt. Bei mir passt nur noch hier die Granita rein, die auch echt lecker ist. Und ich habe echt einen schönen Tag gehabt. Und grazie mille per questa giornata bellissima. Ich danke dir für deinen Besuch. Mit dem Ape-Taxi geht die Tour durch Palermo für Serena weiter. Während man die Altstadt gut zu Fuß erkunden kann, ist die Fahrt mit dieser typischen italienischen Dreiradkutsche Sightseeing im Schnelldurchlauf. Trotzdem hat die Italienerin noch ein ganz bestimmtes kulinarisches Ziel vor Augen. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch eins, und zwar Pasta. Ich bin auf der Suche nach Busiate. Das ist die Spezialität hier in der Region. Die sizilianischen Busiate sind im Westen der Insel besonders bekannt und beliebt. Ein Muss dazu Pesto Trapanese. Pasta Siciliana da Passeggio, also zum Spazierengehen. Ein Konzept, das zur Streetfood-Tradition von Palermo geradezu perfekt passt. Grazie. Der Laden gehört Anna und Francesco, genannt Ciccio. Der sizilianische Koch und die Marketing-Expertin aus Florenz. Ein Paar im Geschäft und in der Liebe. Vielleicht machen wir zusammen einen Spaziergang? Ja, lass uns etwas von Palermo erkunden. Wir kamen während der Covid-Zeit darauf, als man nicht in Restaurants essen konnte. Also dachten wir, verpacken wir doch unsere Pasta so, dass man sie nicht nur im Sitzen essen kann. In einer Nudelbox, wodurch sie zum Streetfood wird und man sie beim Spazierengehen essen kann. Aber wir wollten unbedingt die Qualität erhalten und den echten sizilianischen Geschmack.
Ich finde es eine grandiose Geschmacksexplosion im Mund, weil man schmeckt die Mandeln raus, man schmeckt die Tomaten raus. Ja, ich würde ultra gerne wissen, wie das Rezept entsteht und was man alles braucht. Wir würden uns freuen, wenn du zu uns nach Marsala kommst. Certo, molto piacere. Ich werde in das Familienrezept eingeweiht und die nächste Station ist also Marsala. Serena macht sich auf den Weg etwa 130 Kilometer von Palermo Richtung Südwesten. Wer sich die Zeit nimmt, an der Küste entlang zu fahren, wird dort immer wieder mit traumhaften Stränden und Aussichten belohnt. Marsala liegt am äußersten westlichen Punkt von Sizilien, in der Provinz Trapani. Der Marsala-Wein machte die kleine Hafenstadt weltberühmt. Vor 250 Jahren wurde er hier erfunden. Um die prachtvolle Kirche Chiesa della Madre am zentralen Platz des 7. April schließt sich die wunderschöne kleine Altstadt. Hier findet man überall kleine, charmante Gassen mit Geschäften, Restaurants und Weinbars. Einladend bis spät in die Nacht. Etwas außerhalb wird Serena am nächsten Tag bereits erwartet. Anna, Ciccio und Nonna Albina, die Serena direkt unter ihre Fittiche nimmt. Ciao. Grazie. Und dann wird Pasta gemacht. Das lernt in Italien jedes Kind. Schon mit meinen Großeltern habe ich das gemacht, als ich klein war. Meine Oma hat immer Lasagne selbst gemacht. So große, runde Blätter waren das. Das erinnert mich auch immer an meine Kindheit, weil das habe ich mit meiner Oma halt gemacht. Ne? Das ist immer ein schönes Gefühl, wenn wir dann hier so einfach so zusammen sein, gar nicht so viel reden und einfach machen. 2 Pasta-Profis unter sich. Ich bin super gespannt, was das hier ist. Ich lasse es mir mal erklären. Mi vuoi spiegare cosa sono questi? Das ist eine Pflanze. Auf Italienisch heißt sie Giunco, also Binse oder Schilf. Die macht diese harten Stängel, wenn sie getrocknet wird. Und damit hat man dann die Busiate gemacht. Jetzt machst du es so. Du nimmst diese Spitze und schließt sie. Und dann vorsichtig mit der ganzen Hand mitgehen. Nimm das hier rüber und dann schön drehen. Un bel giro. La mia prima questa. Una foto, vai, tutti vieni qua. Ecco. Also ich habe eben erfahren, je dünner diese Teigrolle ist, desto besser schmecken die Busiate. Also je filigraner das ist, desto besser schmecken sie. Eine kleine Pasta-Korkenzieherlocke. Also wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie diese Form eigentlich hält. Und der Trick ist, man lässt sie ein bisschen antrocknen oder es gibt sogar einen Trick, dass man sie leicht anfriert in der Gefriertruhe und dann behält sie einfach die Form. Wir machen unser typisches Pesto aus dieser Gegend sehr einfach mit den typischen Zutaten dieser Region. Da haben wir den nubischen Knoblauch, das ist ein roter Knoblauch, und sizilianische Mandeln. Es ist ein Arme-Leute-Gericht, sagten wir früher. Aber es hat sich entwickelt. Wir verfeinern und bereichern es, indem wir die besten Teile der Zutaten verwenden. Also von den Tomaten nur das Fruchtfleisch ohne Kerne und vom Basilikum nur die Blätter ohne die Zweige. Dazu etwas Olivenöl und Salz. Fertig ist das Pesto Trapanese, benannt nach der Provinz und ihrer Hauptstadt Trapani. Buonissimo. Bomba. Ja, es ist unvergleichbar, wenn man sowas im Mörser macht und per Hand macht. Es ist alles raus, es kommt alles raus an Aromen, was man so mit dem Basilikum, man schmeckt alles einzeln, mega lecker. Ein sizilianischer Pastatag mit Familienanschluss.
Hier wurden heute nicht nur Rezepte ausgetauscht. In diesem Gericht steckt die ganze Liebe zu dieser besonderen Region. Salute. Buona. Buonissima. Molto buono. Secondo me la provincia di Trapani. Meiner Meinung nach vereint die Provinz Trapani so viele Dinge in sich, nämlich Essen, Wein, Archäologie und das Meer. Sie ist sicherlich eine Gegend, die auch für den Tourismus interessant ist. Und natürlich die Welt des Salzes. Wir haben Salz aus Trapani für unsere Pasta verwendet. Via del Sale, Salzstraße. So wird der Küstenabschnitt zwischen Marsala und Trapani genannt. Über 20 aktive Salinen mit ihren bunten Salzgärten existieren hier noch. Eine der Salinen wird von den Brüdern Davide und Alberto Culcasi geführt. Sie sind die 4. Generation in der 100-jährigen Geschichte der Salzfamilie. Diese Becken hier sind die ersten. In sie fließt das Meerwasser hinein und von hier aus beginnt es zu arbeiten, zu verdunsten. Uralte Technik kommt hier zum Einsatz, etwa um 300 vor Christus erfunden. Das ist die Schraube des Archimedes, die benutzt wird, um das Wasser aus einem niedrigen Becken zu einem höheren zu befördern. Um die Verdunstung zu fördern, lassen wir das Wasser von der einen zur anderen Seite im Zickzack laufen. Wir erleichtern die Bewegung des Wassers und verlängern so den Weg. Nimm das mal in die Hand. Langsam ins Wasser tauchen und dann loslassen. So können wir den Salzgehalt des Wassers ablesen. Er liegt hier bei etwa 8 oder 9. 9 Grad Baumé nennt man das. Die Becken werden immer flacher und das Wasser klarer. Der lange Weg wirkt reinigend. Mikroalgen und Schwebeteilchen bleiben zurück. Und noch etwas verändert sich. Also hier hat sich der Salzgehalt radikal erhöht. Und man merkt auch, das Wasser fühlt sich viel wärmer an als es vorher. Und wir sind jetzt einfach bei 24 Grad. Gradi, vero? Sì, gradi come. Salz, das weiße Gold. Ein Schatz der Natur dank Wasser, Sonne und Wind. Geerntet wird auch heute noch per Hand. Das besonders kostbare Fior di Sale schwimmt in kleinen Flocken auf dem Wasser. Glitzernde Salzblumen, schimmernde Kristalle in der Sonne. Die Ernte des Fior di Sale ist eine schöne Sache für uns. Es ist unsere Leidenschaft und wir schätzen jedes Jahr, das wir hier haben. Das Salz ist wie ein Geschenk, das uns von der Natur gegeben wird. Das war schon von klein auf so? Ja, ich habe Papa immer geholfen und so wurden wir da reingeboren. Dieser wertvolle Teil wird zum Verfeinern von Salaten, Gemüse, Fleisch oder Fisch verwendet. Das andere Salz für Nudelwasser. Wenn man das dann so rausnimmt und man sieht es dann so sauber und ganz weiß, es ist schon ein tolles Gefühl. Und ja, ich weiß nicht, es kribbelt dann, aber es ist richtig cool gewesen. Die Salzernte ist extrem wetterabhängig. Zu wenig Sonne oder zu viel Regen. Und die filigranen Kristalle können sich nicht bilden oder werden zerstört. Die Brüder hoffen auf stabile Sommermonate, damit sie weiterhin ihr hochwertiges Meersalz ernten können. Wer die Salinen besucht, sollte unbedingt bis zum Abend bleiben. Die Sonnenuntergänge hier gehören zu den schönsten der Insel. Zeit für einen Ortswechsel. Sizilien ist die größte Mittelmeerinsel. Die Fahrt von der Westküste zur Ostküste ist trotzdem gut an einem Tag zu schaffen. Zwischen grün bewachsenen Bergen auf der einen Seite und dem blaugrün schimmernden Meer auf der anderen erscheinen hübsche kleine Orte wie aus dem Nichts in der hügeligen Landschaft. Kein Wunder, dass sich sogar die ganz Großen aus Hollywood in diese Region verliebten. Allen voran Francis Ford Coppola, der dem kleinen Dorf Savuka mit seinem Film Der Pate zu einem Stück Weltruhm verhalf.
Hier genießt Serena einen ganz besonderen sizilianischen Ausflug. Das ist die Kirche im Film Der Pate, in der Michael Apollonia heiratet. Die Hochzeitsszene wurde nur von außen vor der Kirche gedreht. Aber von hier aus gingen sie in einer Prozession zu Fuß hinunter bis zur Vitelli Bar. Es gibt sogar Dorfbewohner, die Statisten waren in dem Film. Und er erzählt mir gerade, dass ganz viele dann auch, die dann dabei waren, ne, sagen, das war hier ein Riesentumult und alle waren dabei. Aber die fanden das auch cool, die Leute. Ne? Die waren gar nicht so aufdringlich, sondern haben eher mitgemacht, sagt er gerade. Aber der kleine Ort hat durchaus noch mehr zu bieten als ehemalige Kulissen. Der Panoramaweg schlängelt sich bergauf, bergab, entlang der Häuser, die auf und zwischen den Felsen erbaut wurden. Jede Schleife bietet einen neuen, wunderschönen Ausblick. Hier siehst du die Küste von Kalabrien. Dazwischen ist die Straße von Messina. Im Grunde sind es nur knapp 4 Kilometer, die Kalabrien von Sizilien trennen. Ein letztes Highlight unten am Dorfplatz entführt Besucher dann noch einmal in die Zeit des Paten. Michael ist aus Amerika nach Sizilien geflohen. Mit seinem Gewehr kam er genau diese Straße hoch, die aber früher nicht asphaltiert war. In dieser Bar hat er bei Apollonias Vater um ihre Hand angehalten. Im Film heißt der Ort Corleone, aber eigentlich ist es Savoca. Francis Ford Coppola hat das geändert. Möchtest du mal reingehen? Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich Sie beleidigt habe. Könnten Sie mich Ihrer Tochter vorstellen? Auch heute noch ist die Bar Vitelli ein beliebtes Ausflugsziel und eine kleine Reise in die zugegeben Hollywood-Version von Sizilien. Und trotzdem ist Savoca ein Ort zum Entschleunigen zwischen Mare e Monti, wie die Italiener sagen. Man kann das immer ganz toll erkennen, auch bei so Schluchten, wo man auch das Meer sieht und die Berge. Dann ist es ein ganz tolles Farbenspiel, was sich da entwickelt. Und es ist einfach wunderschön. Allgegenwärtig im Osten. Wenn man von Bergen spricht, ist der wohl bekannteste Berg Siziliens, wenn nicht Italiens, der Ätna. 3-mal hat der Vulkan die Stadt Bronte zerstört. Übrig geblieben sind riesige grauschwarze Lavafelder und fruchtbare Erde. Die Bronte-Pistazie, auch bekannt als das grüne Gold Siziliens, ist die Delikatesse der Region. Andrea Fernandes bewirtschaftet mit der Unterstützung seiner Freundin Valentina 16 Hektar Land mit diesen außergewöhnlichen Pflanzen. In teoria la pianta di pistacchio non dovrebbe essere qui. Eigentlich sollte die Pistazienpflanze gar nicht hier sein. Sie wurde von den Arabern importiert, um 800 nach Christus, als die noch auf Sizilien herrschten. C'è stata la dominazione araba in Sicilia. Quindi
Es ist ein Wunder, denn die Pflanze hat hier seltsamerweise günstige Bedingungen gefunden. Die Höhenlage, extrem heiße Sommer und nicht zu kalte Winter. So ergab sich diese Möglichkeit des Anbaus hier. Der lange Schatten des Vulkans, Fluch und Segen gleichermaßen. Diese Pistazien aus Bronte tragen das begehrte DOP-Siegel, die geschützte Ursprungsbezeichnung. Das Besondere ist bei den Pistazienbäumen, dass sie sich hier entfalten können, wie sie möchten. Und deswegen gibt es nur alle 2 Jahre eine Ernte. Eine Region und Landschaft so einzigartig, dass sich Valentina, die aus der Großstadt Catania kommt, nicht nur in Andrea verliebt hat. Ich habe mich total in diesen Ort und in die Natur verliebt, zu der ich vorher keine große Verbindung hatte. Jetzt ertappe ich mich dabei, wie ich morgens aufwache und die Pflanzen betrachte, als ob sie meine eigenen wären. Aber was ist das Besondere dieser Pistazien? Im Garten des Castello Fernandez, einem ehemaligen Kloster aus dem 9. Jahrhundert, darf probiert werden. Sie hat eine besondere Form. Die Schale ist sehr schmal und länglich, während die Pistazie aus Kalifornien oder der Türkei viel kürzer und dicker ist. Die innere Haut hat eine violette Farbe, ein bisschen wie eine Aubergine. Also die Pistazie schmeckt schon fast süßlich. Es ist mehr so, ja, so ein öliger, so ein cremiger Geschmack eher. Ja. Bronte ist berühmt für sein Pistazienpesto, nicht nur zur Pasta, sondern auch wie hier als Grundlage für Bruschetta. Cremiger Burrata, getrocknete Tomaten, Brotzeit auf Sizilianisch. Die andere machen wir mit Mortadella. Das ist noch ein typisches Produkt aus dieser Region. Die Mortadella vom schwarzen Schwein aus dem Nebrodi-Gebirge bei Bronte. Und dann noch gehackte Pistazien zum Garnieren. Um den speziellen Geschmack nicht zu verlieren, werden die Pistazien aus Bronte vor allem ungeröstet und ungesalzen angeboten. Das Pesto ist so süßlich und passt super zu dieser salzigen Mortadella. Jetzt ist es wirklich grandios und das Brot hat auch einen ganz anderen Geschmack. Die Pistazie ist hier der uneingeschränkte Star jeden Gerichts. Kenner schätzen das Eis aus Bronte als das Beste, das es gibt. Aus reinem Pistazienmus ist es niemals leuchtend grün, sondern eher hellbraun. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Tag hier. Ich habe mich super unterhalten mit den beiden. Und ich hatte tatsächlich heute ja, so ein bisschen Heimweh auch, weil ich so ein bisschen Familienleben hatte wieder hier und das fehlt mir dann auch. Aber ich bin super froh, dass ich das alles probieren konnte. Ebenfalls in den Bergen etwas nördlich wird Serena bereits sehnsüchtig erwartet. Eine grüne Oase und mittendrin in dieser Traumkulisse liegt Novara di Sicilia. Hier ist Salvatore Ferrara zu Hause und der hat für die Hessin mit den sardischen Wurzeln prompt eine Überraschung. Die Schafe sind von meiner Heimat, die sind sardische Schafe. Die Ziegen sind auch eine spezielle Sorte, die hier auf Sizilien bekannt ist. Und es ist natürlich schön für mich zu sehen, dass Sardinien auch ein bisschen hier in der Umgebung ist gerade. Ich stelle dir meinen Vater vor, der alles an mich weitergegeben hat. Er weiß noch viel mehr von unserem Geschäft. Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich mit dieser Leidenschaft geboren wurde. Erzählen Sie, wie er als Kind war, warum er jetzt diese Arbeit macht. Er wollte nicht zur Schule gehen und hat deshalb immer ganz schlimm mit seiner Mutter und seiner Schwester gestritten, weil er nicht gehen wollte. Dann hat er es irgendwie geschafft, die anderen zu überzeugen. Und ich habe dann gesagt, macht euch keine Sorgen. Komm halt mit mir.
Wir gehen aufs Feld. Maiorquino und Ricotta, typische Käsesorten der Region aus Schafs- und Ziegenmilch. Traditionen weitergegeben über Generationen, ein Handwerk, das Vater und Sohn Salvatore gemeinsam ausüben. Aus der frischen Milch werden heute die 2 Sorten Käse hergestellt. Der Käse lagert sich jetzt sozusagen unten ab. Es kommt zu diesem Käsebruch und wenn man dann rührt, wird es sehr, sehr schwer. Der Käsebruch liegt am Topfboden verteilt und ich muss mit meinen Händen eine Kugel formen. Okay, weiter. Sie? Es ist ganz schön warm. Das glaube ich. Der Maiorquino besteht zu 70% aus Schafs- und zu 30% aus Ziegenmilch. Noch ist der Käse brüchig und nicht kompakt. Doch das ändert sich durch viel Handarbeit. Mit dem Haken macht man praktisch ein Loch, legt den Haken wieder woanders hin und presst alles raus, was an Flüssigkeit noch geht. Und es ist wirklich eine schwere Arbeit, weil man muss so viel Druck ausüben. Wahnsinn. Jetzt müssen wir noch alle Krümel, die sich unten ablagern, rausnehmen, damit nur noch das übrig bleibt, was für die Ricotta wichtig ist. Denn der Ricotta entsteht aus der Molke und dafür wird jetzt noch eine ganz wichtige Zutat geerntet. Jetzt bereiten wir die Feigenmilch für unseren Ricotta vor. Schau gut zu. Diese Zweige enthalten eine saure Milch, die beim Ausflocken der Molke für den Ricotta helfen. Also hier ist, das ist ein uralter Trick, den seine Vorfahren auch schon angewendet haben. Und er hat sich dafür entschieden, das weiterzumachen, auch wenn es mehr Arbeit ist und länger dauert. Aber ihm war wichtig, dass der Geschmack so bleibt, wie er auch damals war. Und ohne irgendwelche Zusatzstoffe macht er dann seine Ricotta weiter. In seinem Namen steckt schon die Arbeit beim Ricotta. Ricottare, auf Italienisch zweimal kochen. Was sich als Käsemasse von der Flüssigkeit trennt und nach oben steigt, wird abgeschöpft. Abtropfen, auskühlen und fertig ist der Ricotta. Beim Maiorquino geht's noch ein bisschen weiter. Zunächst mal wird er gesalzen. Mindestens 5 bis 6 Tage, weil unser Käse ganz langsam das Salz aufnimmt. Dann härtet er aus und braucht kein Salz mehr. Der Käse heißt Maiorquino, nach einer antiken Weizensorte, die wir hier anbauen, den Grano Mallorca. Dem Maiorquino zu Ehren feiern wir jedes Jahr ein großes Fest. Aber nicht irgendein Fest, Feierlichkeiten mit sportlichem Wettbewerb. Das Torneo del Maiorquino blickt auf eine 400 Jahre alte Geschichte zurück und alles dreht sich um diesen Käse. Die Strecke ist etwa 700 Meter lang und startet am Dorfplatz, am Theater vorbei bis zum unteren Ende des Dorfes. Und wer zuerst ankommt, gewinnt? Und ich probiere jetzt gleich mal selbst den zu werfen. Prima. Jetzt zieh sie auf diese Seite. Sehr gut. Perfetto. Hai già vinto? Ancora no. Er spielt jedes Jahr mit, aber er hat leider noch nicht gewonnen. Aber versuchen ist es immer wert. Okay, pronti? So außergewöhnlich dieses Turnier des Käserollens ist, zählt es seit kurzem sogar zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Super, lauf weiter. Du wirst gewinnen. Okay. Cade? Perfetto. Brava. Grazie. Hai visto? Ich habe gewonnen. Komplimenti. Ich war mega begeistert von dem Zusammenhalt, ne? Dass hier alle zusammen irgendwie dieses Spiel spielen und dass es auch so ein bisschen alle wieder zusammenbringt. Und das fand ich schön. Das ist wie zu Hause gewesen. Alle zusammen, tutti insieme. Das fand ich toll.
Zurück ans Meer. Taormina, die beliebte Küstenstadt, thront über dem Mittelmeer. Das antike Teatro Greco hat sie weltweit bekannt gemacht. Von der zentralen Piazza schlängeln sich große und kleine Gassen durch die bezaubernde Altstadt. Schon Goethe war auf seiner italienischen Reise von dieser Stadt besonders fasziniert. Serena Loddo ist hier aber etwas ganz Besonderem auf der Spur. Cannoli Siciliani. Jeder hat mir gesagt, ich soll einen unbedingt probieren. Und das habe ich auch vor. Die Hauptzutat, la ricotta, habe ich schon. Und jetzt will ich natürlich auch den besten essen und vor allem wissen, wie er gemacht wird. Ein echter Chefkoch hat Serena eingeladen. Ciao. Salve. Sono Giovanni. Piacere mio. Serena, Giovanni. Vieni, ti faccio lavorare. Perfetto. An die Arbeit. Giovanni Chiara hat alles vorbereitet. Das Geheimnis liegt in den Gewürzen. Wir verwenden heute Zimt, aber man kann auch Kaffee, Kakao oder Chilipulver nehmen. Das macht es pikant, wie man möchte. Unsere Cannoli sind nicht einfach nur ein Dessert. Sie wurden aus Spaß für den Karneval erfunden, aber heute essen wir sie jeden Tag. Sie gehören zu unserer Heimat, Sizilien. Und wie so viele unserer Produkte wurden sie auch Teil der Familie. Der Teig muss dünn, wie ein Blatt sein, sodass er später knusprig wird. Ein Cannolo hat zwei Eigenschaften. Er ist knusprig und nicht ganz glatt. Er soll kleine Bläschen bilden. Schau mal, wenn du die Farben des Tisches sehen kannst, dann ist er richtig. Benannt wurden die Cannoli nach der Canna, dem Schilfrohr, das früher zum Formen der Teigröllchen verwendet wurde. Mittlerweile gibt es dafür Röhrchen in unterschiedlichen Größen aus Metall. Er legt sehr viel Wert darauf, das ohne Pinsel zu machen, diesen Streichpart sozusagen vom Ei. Er möchte sozusagen das wieder so ein bisschen intimer gestalten, mit Essen umzugehen. Er will, dass man es anfasst, ein Gefühl dafür entwickelt, auch wenn er es anderen zeigt. Und das ist ihm ganz wichtig. Das finde ich auch absolut richtig. Portionsweise werden die Teiglinge frittiert, bis sie ringsum gebräunt sind. Zwischendurch im Öl bewegen, gut abtropfen und auskühlen lassen. Man riecht richtig den Zimt raus jetzt. Total lecker sieht es aus und es riecht super. Und nun zur Füllung. Wir haben jetzt hier eine frische Ricotta, die gerade heute Morgen gemacht wurde. Und je nach Wetterbedingungen kann das auch mal sein, dass sie ein bisschen flüssiger wird. Der Trick ist, alles noch mal in den Kühlschrank zu legen, dann stabilisiert sich das alles wieder. Als Deko gibt es natürlich Pistazien, aber auch gebrannte Mandeln und ganz typisch für Sizilien, kandierte Früchte. Okay. Andiamo? Andiamo. Salute. Salute. Andiamo. Buono. Super lecker. Der beste, den ich je gegessen habe. Der beste Cannolo, il miglior Cannolo che abbiamo mai mangiato. Wir haben es gut gemacht. Lo finiamo. Sì. Eine sizilianisch-sardische Koproduktion. Ich habe gemerkt, dass die Sizilianer noch viel mehr frittieren als wir. Ich dachte, das wäre unmöglich, aber es ist so. Serena Loddo ist fast am Ende ihrer Reise, auf der sie viele Gemeinsamkeiten entdeckt hat. Die Sizilianer sind super herzlich, sehr gastfreundlich und wir haben immer direkt auch so eine Verbindung gehabt. Also ganz, ganz toll. Und deshalb ist Taormina auch noch nicht die Endstation. Auf den wunderschönen Plätzen kann man zwar herrlich die Seele baumeln lassen, aber für ihren letzten Abend folgt Serena einer ganz besonderen Einladung. Gerade mal eine halbe Stunde von Taormina entfernt liegt das Dorf Motta Camastra, nahe der berühmten Alcantara-Schlucht. Der kleine Ort mit seinen gerade mal 900 Einwohnern sieht so aus, als würde er aus dem rauen Felsen herauswachsen.
ich treffe die Mamme del Borgo. Das sind die Mamas sozusagen vom Dorf, die sich ein bisschen um alles kümmern und das Dorf so ein bisschen wieder lebendiger machen wollen, weil die Bergdörfer leider ein bisschen aussterben. Und das wollen die vermeiden. Und wir möchten heute ein bisschen feiern, ein bisschen Pasta zusammen machen. Und ja, ich freue mich darauf. Wie so oft begegnet man an ganz besonderen Orten ganz besonderen Menschen. Wie Mariangela und ihre Mamas. Buongiorno. Piacere, Serena. Ciao. Buongiorno. Hier packen alle mit an. Auch Serena wird mit offenen Armen empfangen. Ob bei den Tischen oder in der Küche, hier ist keiner ein Fremder und helfende Hände sind mehr als willkommen. Es kommen tatsächlich viele Leute, die normalerweise zu Hause sehr wenig kochen. Und sie mögen diesen Kontakt, das Zusammensein. Heute sind wir hier im Freien. Manchmal auch bei uns zu Hause. Und mit vielen von ihnen bleibt eine Freundschaft bestehen. Sie schreiben uns auch oft. Heute gibt es nochmal Serenas kulinarische Reise im Schnelldurchlauf. Nach den sizilianischen Vorspeisen kommt natürlich Pasta. Riecht sehr gut. Jetzt kommen die Auberginen noch dazu. Wir machen Pasta alla Norma. Also Maccheroni alla Norma, um es genau zu sagen. Benannt, so heißt es, nach der berühmten italienischen Oper Norma. Der Komponist Vincenzo Bellini, natürlich ein Sizilianer. Die Pasta quasi ein Nationalgericht. Solange die Musik spielt, wird auch gegessen und gefeiert. Der nächste Gang kommt vom Grill. Polpette, Foglie di limone. Frikadellen in Zitronenblättern. Wir verkneten Hackfleisch mit Ei, geben ein wenig geriebene Zitronenschale dazu und dann legen wir es zwischen die Zitronenblätter, um ein besseres Aroma zu erzielen. Per dare un aroma maggiore. Also ich rolle heute Abend nach Hause, muss ich sagen. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gegessen die ganze Zeit schon und ich soll auch weiter essen die ganze Zeit. Und es ist einfach schön, es ist sehr familiär und wir haben direkt ja, so eine Verbindung gehabt miteinander und es ist einfach toll, hier dabei sein zu dürfen. Und was wäre eine ordentliche Party ohne Nachtisch? Dies hier ist ein typisches Dessert. Es heißt Tortelle. Typisch für diese Gegend? Es ist bei uns sehr beliebt. Wir machen es wie unsere Großeltern. Und die Creme? Das ist eine weiße Milchcreme. Nur Milch, sonst nichts. Obwohl ein bisschen Vanille. Ein bisschen mehr, oder? Ja, wir sind ein bisschen großzügiger damit. Schon Goethe sagte einst über die Insel, Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in der Seele. Hier ist erst der Schlüssel zu allem. Die Insel, auf der Zitronen wachsen, Berge und Meer ganz besondere Schätze hervorbringen und Freundschaften entstehen. Ich nehme ganz viele Rezepte mit, ich nehme tolle Eindrücke mit, ich nehme ein familiäres Gefühl mit nach Hause. Ich habe ganz viele tolle, nette Leute kennengelernt, mit denen ich in Kontakt bleiben werde und die ich alle nach Deutschland eingeladen habe und nach Sardinien eingeladen habe. Es ist auch hier, wie auf Sardinien, üppiges Essen und für mich bedeutet üppiges Essen immer, dass man lange sitzt, mit der Familie zusammensitzt, lange Zeit hat und sich so ein bisschen auslassen kann und das Essen genießt. Und das ist immer die wichtigste Zeit, die man hat, denke ich.